Karl Tillison kennt die Designtricks, die Thomas Wege und sein Team für Strauß nutzen. Ein Schlüsselaspekt im Design der Produkte von Engelbert Strauß ist, dass sie aus unterschiedlichen Materialien bestehen und dass diese unterschiedlichen Materialien eben auch farblich voneinander abgesetzt sind, obwohl es natürlich überhaupt kein Problem wäre, das alles Ton in Ton zu gestalten. Aber das wird so gewollt und das suggeriert eben auch dem Kunden, dass dieses Produkt mehr kann als der klassische Blaumann, wo man von Kopf bis Fuß in eine Farbe getaucht war. Mit dem Blaumann fing alles an. Die Hose ist die Ikone. Das ist das Produkt, mit dem man uns verbindet. Sie ist identitätsgebend, das muss ich schon sagen. Und wird zum Werkzeug, welches man anzieht. Sie besteht aus 200 Einzelteilen. Fast schon der Werkzeugkasten zum Anziehen. Henning Strauß, CEO der Firma, die noch immer als Engelbert Strauß bekannt ist, die sich aber eigentlich nur noch Strauß nennt. Dieser Imagewandel war seine Idee. Er ist das Brain der Marke. Wir sind der Strauß. Wir waren es gestern, wir sind es morgen. Wenn man jetzt einen Henning beschreiben würde, würde mir einfallen, das ist für uns der kreative Markenstratege. Ich designe im Kopf. Steffen Strauß, auch CEO, der ältere Bruder. Ich sehe mich als der Menschenmensch hier im Unternehmen, der sich sehr stark um den Menschen kümmert, um dessen Wohl. Die beiden Brüder führen das Familienunternehmen in 3. Generation, kennen die Firma seit ihrer Kindheit. Wir sind hier im Unternehmen aufgewachsen, Steffen und ich, haben auch viel Zeit im Unternehmen auch als Jugendlicher schon verbracht. Theoretisch bin ich schon 50 Jahre jetzt im Unternehmen. Meine Mutter sagt, ich bin direkt von der Geburt an, als sie dann aus dem Krankenhaus rauskam, auf den Bürotisch gekommen, in einer ritzegrünen Babytasche. Aktiv bin ich eigentlich seit im Alter von 12, hatte ich regelmäßig die Papierkörbe ausgeleert. Insofern bin ich 38 Jahre hier schon. In weniger als 10 Jahren haben die Brüder aus einem Mittelstandsbetrieb, der ganz früher mal Besen verkauft hat, ein Imperium aufgebaut. 1999 bin ich komplett nach Ausbildung in Süddeutschland und USA hierher gekommen. Und da waren wir so 60 Leute und da konnte ich ganz gut auch mit dem Bereich Kundenservice starten. Wir haben das große Glück, dass wir uns sehr gut verstehen und respektieren und auch die Fähigkeiten des anderen sehr gut einzuschätzen wissen und glücklicherweise die Talente sich ergänzen. Ich will ja auch bald mal den Hof hier übernehmen. Ja, ich will ja dann Landwirt lernen, weil ich dann auch Landwirt sein kann. Kleider machen Leute. Die Kleidung von Strauß bewirkt mehr. Sie gibt ein eindeutiges Versprechen. Wer diese Jacke und Hose anzieht, wird jemand anderes, ein Macher. Hier wird aus einem kleinen Jungen ein großer Landwirt. In dem Kinderalter ist es eigentlich schon fast eine richtige Marke, das geworden, Engelbert Strauß, dass man Engelbert Strauß dann in der Schule anzieht oder so. Ja, also die Kinder tragen die Sachen sehr gerne, ist für die auch eine richtige Marke, wie für mich auch. Ich denke mal, hat Engelbert Strauß auch damals oder immer ja noch machen die ja viel Markenaufbau, auch bei Fußballspielen oder so sind die auch immer als Bandenwerbung und damit haben sie auch einen richtigen Namen aufgebaut, der auch bei den Kindern auch schon sehr gut ankommt und auch schon als richtige Markenware gesehen wird. Man verbindet ja mit Arbeitskleidung eher die Funktionalität und die Reise, die wir
Ja, begonnen haben ja vor vielen Jahren, ist ja ein scheinbar langweiliges Thema neu aufzuladen. Super Mario Kollektion. Und dazu braucht es eben eine Infusion von Coolness. Diese Coolness verschafft sich die Marke Strauß durch strategische Zusammenarbeit. Mit der Band Metallica, mit Fußball. Strauß ist offizieller Partner der UEFA Euro 24. Jeden Partner oder jedes Logo, am Ende ist es eine sehr visuelle Aufgabe. Jedes Logo, was sich neben den roten Vogel platziert, muss einen positiven Abstrahleffekt haben. Daran muss man es messen. Man muss es spüren, wenn die Logos sich zueinander gesellen und man das Gefühl entwickelt, dass hier ein positiver Transfer stattfindet, dann ist es ein guter Partner. Ab und zu wirbt das Unternehmen noch im klassischen TV oder Radio, so auch beim Hessischen Rundfunk. Das ganz große Geld investiert Henning Strauß aber in Kollaboration, zuletzt etwa mit der Major League Baseball, das ist die amerikanische Profi-Baseball-Liga. Als erstem Sponsor der Sportgeschichte ist es Strauß gelungen, sein Logo auf den Helm der Spieler zu setzen. Dieser Coup ist lang geplant. Ich bin dann als Austauschschüler bereits in der Oberstufe des Gymnasiums an eine Highschool nach Kalifornien gekommen und nach meiner Zeit als Zivildienstleistender in Bad Orb, interessanterweise, bin ich dann wieder nach Kalifornien und habe mich da sehr wohl gefühlt und inspiriert gefühlt. Mit Freund Jeff Harris schaut sich der Strauß, CEO, eines der MLB-Finalspiele im Dodger Stadium in LA an. Hier dabei zu sein, davon träumen sehr viele Amerikaner. Der Ticketpreis mehrere tausend $. Und die rote Strauß-Werbung schön hinten auf der Bande. These are the best two teams in baseball. Bei der World Series der MLB treffen die beiden besten Baseballteams aufeinander. Zig Millionen Menschen weltweit schauen zu. Und diese Top-Spieler setzen sich alle einen Helm auf dem Strauß zu sehen ist. Aaron Judge, Mookie Betts, Shohei Ohtani tragen die Strauß-Marke auf ihrem Helm. Das ist wirklich cool. Shohei Ohtani get to wear the Strauss brand on their batting helmet. It's really cool. Das ist der Traum eines jeden Jungen, aber ich wette, Baseball ist mittlerweile bei Frauen genauso beliebt wie bei Männern. Dieser Sport ist einzigartig. Henning und ich waren zusammen auf dem College. Ich bin sehr stolz auf das, was er jetzt erreicht hat. Er ist nicht nur ein großartiger Geschäftsmann, sondern auch ein großartiger Mensch. Er tut so viel für die Welt, zum Beispiel im Bildungswesen und vieles mehr, um Menschen zu helfen. Es ist aufregend zu sehen, wie sich seine Marke in den Vereinigten Staaten jetzt durchsetzt. Wir haben im College immer darüber gewitzelt. Und dass es jetzt wirklich passiert, ist wirklich besonders. Das Strauß-Logo auf dem Helm der MLB. $15 Millionen soll das gekostet haben. Strauß ist die perfekte Marke für die MLB. Es geht um harte Arbeit, um Leistungsträger. Diese Zusammenarbeit ist wirklich aufregend. Die beiden Marken fühlen sich einfach perfekt zusammen an. Es ist das erste Mal, dass etwas bei der MLB auf dem Helm steht. Das kommt super an. Die Aufmerksamkeit ist wirklich unglaublich. Dass die Marke emotional aufgeladen wird, ist ja auch eine Entwicklung, die sich erst in den letzten wenigen Jahrzehnten so hervorgetan hat. Vorher wurde die Qualität als positiv eingestuft, aber es gab keine emotionale Bindung zu der Marke. Man hat sehr viel Zeit investiert, die Marke nach außen zu tragen, über die Marke zu sprechen, aber auch über Kooperation, beispielsweise im Sportbereich, aber auch mit anderen Marken, da nochmal eine Aufladung hinzubekommen, die man zuvor nicht hatte. Emotionen wecken und Begehrlichkeiten. Das ist auch das Ziel der Fotokampagnen von Strauß.
Wir sind hier im Simi Valley, eine Stunde außerhalb von Los Angeles, aber hier eben sehr, sehr passend heute in einem Steinbruch, in einem sehr arbeitshaften Umfeld zur Präsentation unserer neuen Arbeitshose. Das ist natürlich das Werkzeug schlechthin, was uns ja auch auszeichnet. Glücklicherweise gibt es dann doch mittlerweile auch nicht nur die Werkzeughose sozusagen, sondern auch die Weste und alles drumherum. Aber es ist in der Tat so, dass die Hose natürlich von besonderer Bedeutung ist. Ich bin sehr, sehr gerne am Set, ja, weil das ja auch ein magischer Moment ist. In dem Moment wird eine Idee greifbar. Ja, viele Leute können sich ja Produkte nicht so vorstellen, wenn die noch im Entstehen sind. Und gerade die Fotoaufnahme ist immer der Moment, wo dann alles zusammenkommt, wo man das Produkt mit dem Umfeld, mit den ja, letztendlich Talenten, also den Trägern, zusammenbringt und dann ein Bild erzeugt. Das ist ja anstrengend am Set, ja, bei allem Hauch von Glamour oder Hollywood, die so ein Set immer irgendwie, selbst heute sind wir ja relativ im kompakten Set, wenn wir eine Filmproduktion haben, haben wir ja schnell mal über 100 Leute. Die berühmte Straußhose soll jetzt auch den amerikanischen Markt erobern. Darum das Shooting vor Ort im kalifornischen Simi Valley. Unsere europäischen Hosen, die sind relativ laut. Das europäische Handwerk wird ja auch sehr oft mit Farben, markanten Farben in Verbindung gebracht. Und dann gibt es eben den Farbwechsel und es gibt Reflexe. Und das ist ja auch das, was viele unserer Kunden total gut finden und toll, die Sportlichkeit. Hier im amerikanischen ist es aktuell so, dass die Farben eher gedeckt gewünscht sind und eher erdig daherkommen. Und umso mehr unsere Funktionen natürlich ja trotzdem eine Rolle spielen sollen. Auch das ist ja das, was uns auszeichnet. Arbeitskleidung als Werkzeug zum Anziehen sozusagen. Und diese ganzen Dinge, das ist die Aufgabe, das hier am Set sichtbar zu machen. Werbung à la Hollywood. Mit Models wie Stuntmen, schweren Maschinen vor gigantischer Kulisse. In den letzten Jahren ist der Wunsch auch nach dem Echten sehr, sehr viel stärker geworden. Jeder wünscht sich das Echte, wenn auch auf Instagram mehr Filter genutzt werden wie je zuvor. Aber jeder möchte am liebsten eben die Echtheit in den Bildern sehen und gleichermaßen verkörpert das, was wir tun. Aber wir präsentieren ja auch Träume und Ideale und den Wunsch eben nach Veränderung und ein Stück weit ist ja die Werbewelt auch immer mit Träumen verbunden. Und die Balance zu finden, das ist heute die Aufgabe. So weckt Strauß bei den Menschen Bedürfnisse, die sie vorher nie hatten. Bekleidung gibt Identität. Unsere Hosen sollen zum einen natürlich funktionieren, die Funktion bieten, zum anderen sollen sie aber auch insofern funktionieren, dass sie dem Träger ein gutes Gefühl geben. Wer er ist ja auch Ausdruck seines Könnens, seines Talents. Die Funktionalität der Taschen sagt was über die Hose aus, aber sagt natürlich auch was über den Anspruch und die Bedeutung des Trägers aus. Und insofern ist das natürlich schon über die reine Funktion hinaus, entfaltet so ein Produkt eine Wirkung und kann motivieren. Und das ist ja auch so das, was wir als Engelbert-Effekt manchmal schon bezeichnet haben. Im Idealfall können wir mit unseren Produkten auch motivieren und den Handwerker beflügeln oder sogar vielleicht gewisse Träger zum Handwerk führen, die bisher handwerklich gar nicht tätig waren.